Hey, hier ist Patrice auf Enter Berlin. Viele Grüße. Ich habe schon mal schöner geschrieben. Okay, ich fange schon mal an, oder? Ich kenne die Antwort eh schon. Patrice, ich würde mich total gerne bei dir bedanken, Okay. dass du deine Musik selber benennst. Nämlich, du hast gesagt, auf deinem neuen Album, die Musik heißt Swaggy. Ja. Und sonst müssen sich die Journalisten das ja mal ausdenken und werden dann beschimpft, weil sie es nicht richtig machen. Jetzt erklär uns doch mal, was Swaggy bedeutet. Swaggy. Also setzt sich zusammen aus den Worten Reggae und Swagger. Das heißt, Swagger ist ja eigentlich ein altenglisches Wort. Das beschreibt ja eigentlich eine bestimmte Haltung. So positive. Nee, es hat so eine leichte, eine selbstsichere, ja, eine Art selbstbewusste Haltung. Und aber konkret, also weil ich habe mir da eigentlich gar nicht so viele Gedanken zu gemacht. Ich fand einfach, dass es gut klang und habe es einfach mal benutzt und geguckt, ob die anderen es dann auch benutzen. Und das ist ja jetzt hier der Fall. So musikalisch ist es einfach, würde ich sagen, so, wenn du dir zum Beispiel Major Lazer oder so anhörst und du so ein Lied wie Get Free oder so, das würde ich als Swaggy bezeichnen. Und für mich war es immer wichtig, so dort so eine Art Nenner zu finden, der irgendwie funktioniert für diese ganzen Kulturen, die auch mich ausmachen. Du singst ja in Patois. Nein, Nee? nicht immer. Und? Ich singe schon auch Englisch. Also. Ja, klar, aber Englisch und dann aber mit diesem Dialekt, diesem Reggae-Dialekt. Ja, so leicht, aber nicht so übertrieben. Also es gibt, glaube ich, 1, 2 Nummern, die ich auf Jamaika mit Don Corleone gemacht habe, wo das vielleicht mal passiert. Aber ich glaube eher, also ich habe mehr auch so meine eigene Swaggy-Sprache. Bang, bang, now you're making a ghost. When my gun barrel smokes, poor thing jumped out of her clothes. Her body dropped, undressing her. So Du hast ja ein Video zu Cry, Cry, Cry gemacht mit deiner Tochter. Ja, Erzähl noch mal, wie das entstanden ist. Du bist auf dem Skateboard hinterher hergefahren? ja. Mit einer Steady Glidecam so. Unterhalb so der Gürtellinie, das ist ja so eine Art, das ist die Welt, so die Kinder von Kindern in der Größe, was irgendwie interessant ist, die Perspektive so, finde ich. Und so dieses kleine, unschuldige, wunderschöne Mädchen und um sie rum so ein bisschen Gefahr, Großstadt etc. Fand ich, hat so eine schöne Spannung erzeugt. Ja, das ist echt süß, auch wenn sie die Chips will und so. Ja, aber das ist alles gefreestylt. Also Ja, das das ist echt schön. never wanna see my girl cry, cry, cry. No way, no way, boy. Never wanna see a girl cry, cry, cry. Du hast ja vorhin schon darüber gesprochen, wie da so Elemente auf deiner neuen Platte zu dem Reggae so dazukommen. Was denkst du denn, in welche Richtung du gerne Reggae weiterentwickeln würdest? Also zum Beispiel im Studio mit irgendwelchen besonderen Instrumenten vielleicht, mehr elektronische zum Beispiel oder so. Gibt es da irgendwelche ja, ich meine, die Ideen? klar, ich meine, auf der neuen Platte sind schon sehr viele so elektronische Elemente auch und auch europäische Elemente. Und ich finde, dass Swaggy auf jeden Fall die Weiterentwicklung ist von der Geschichte so. Reggae. Auf jeden Fall. Und ja, ist schwer zu erklären, muss ich es echt anhören. Wo lebst du denn jetzt eigentlich gerade? In Paris, ja. In Paris, in Berlin gar nicht mehr? Nee, Berlin nicht mehr, aber Köln teilweise. Berlin steht ja für elektronische Clubmusik zum Beispiel. Und Paris ist ja ein bisschen anders, ne? Klar, die elektronische Musik ist hier natürlich stärker. Daft Punk und Justice und all diese Leute, die auch auf meinem Label sind in Paris so. Das ist auch eine coole Szene. Wie sieht es mit Reggae aus in Paris? Reggae ist, würde ich fast sagen, muss man aber dann sagen, Deutschland. Also Deutschland ist das stärkste Land, was Reggae angeht, so in Europa, glaube ich. Weil du hast das größte Festival Europas, Summer Jam. Ah, okay. Viele Gruppen, die hierher kamen. Bob Marley hat sehr, sehr große Erfolge in Deutschland. Wir haben auch viel so in München und so. Also ich meine, elektronische Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, die Szene ist super interessant. Also ich mag das Volk, ehrlich gesagt. Weil, also auf so einer elektronischen Party, das finde ich sehr interessant,
hast du nicht so Dresscodes und so Geschichten, sondern da sind echt alles so eher so auf Hippie, so egal. Leute kommen, um Spaß zu haben und kommen auch nicht, um irgendwie Hits zu hören, sondern einfach um vielleicht einen DJ zu hören, aber es ist egal, was der spielt in dem Moment. Und das finde ich total erfrischend so, weil das kennt man aus dem Hip-Hop oder Reggae oder egal welcher Musik eigentlich nicht. Und deswegen, das finde ich eine coole Entwicklung. Was magst du so an elektronischer Musik? Also eigentlich mochte ich die französischen Sachen immer ganz gut, weil da so ein Pop-Element mit drin ist. Ne? So ein bisschen Disco und also dieses ganz Harte, was dann nur im Club funktioniert, das hört man sich ja zu Hause auch nicht an. Dafür geht man in den Club und da finde ich es auch richtig gut, aber bei mir muss es dann schon. Aber um mich geht es ja jetzt nicht, wir haben jetzt ja eigentlich alles besprochen, die Zeit ist um. Hat sich aber gut gewunden. Also eine Antwort war das nicht, aber ist okay. Ja, mir ist jetzt gerade auch nicht so viel eingefallen. Ist okay, ich wollte mal, damit du mal siehst. Was habe ich denn an neuen Platten gehört? Na, die Daft Punk fand ich jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist klar, das Pharrell-Stück, was alle mögen, mag ich auch natürlich. Aber irgendwie hängt es einem auch schon wieder aus den Ohren raus. Das Get Lucky. Ja. Auch bestimmte Sachen, die ich ausprobiere oder wo ich eine Melodie, das mache ich dann wirklich so bis heute Trial and Error mäßig. Ich war heute übrigens schon mal in einem Porsche, bei einem anderen Interview. Ja klar, das sagst du nicht. Nur Was so. ist das hier für ein Interview? Aber ich habe gehört, dass der hat mir erzählt, dass in Berlin dem hier so Sachen gezeigt werden und so, wenn er Porsche fährt. Das ist hier nicht cool. In Berlin ist es so, dass man abgeranzt rumlaufen sollte. Nee, ich finde aber Porsche gut.